Hallo ihr Lieben, während die Schafe gerade im Stall sind, habe ich die Gelegenheit, euch mal zu zeigen, was wir machen, wenn es zu trocken oder zu kalt ist. Ja, 2023 hatten wir die Gelegenheit, einen sogenannten Schaftraktor oder Cheap Tractor auszuprobieren. Den haben wir aus Leichtbauweise gebaut. Wird jetzt gerade hier von zwei 10-jährigen Mädels weitergezogen. Trotz großem Gras und kleinen Rollen geht das gut. Ich kann es auch alleine ziehen. Und die Idee dahinter ist, wenn die Schafe umgezogen werden wollen, mit dem Schaftraktor sogar mehrmals täglich, aber ja mindestens einmal täglich, wenn wir die Netze spannen, dann geht das manchmal einfach nicht. Es kann entweder sein, es ist zu trocken, wie jetzt hier gezeigt, da war der Boden so ausgetrocknet, weil es nicht geregnet hat, dass wir die Zaunpfähle einfach verbogen hätten beim Netzaufbauen. Und genauso kann es auch passieren im Winter, wenn es gefroren ist, dass man einfach keine Netze mehr aufbauen kann. Und dann ist eben der Schaftraktor eine super Gelegenheit, den Schafen zu ermöglichen, dass sie trotzdem täglich auf frische Weide kommen. Je nach Verhältnis, wie viele Schafe man hat und wie groß der Schaftraktor ist, muss man natürlich dann mehrmals umziehen. Mein Rekord war 2023 18 Mal am Tag weiterziehen. Dann waren die Schafe auch, okay, es reicht jetzt auch mal, wir wollen jetzt auch mal hier rumliegen und wiederkäuen. Denen geht es ja nicht nur ums frische Gras, sondern auch mal Pause machen. Und ihr seht es hier schon, da hinten dran ist die Wiese total runtergetrampelt. Die fressen einen Bruchteil davon und vieles trampeln sie einfach runter. Sie pinkeln überall drauf, sie kacken überall drauf. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen, dass die Wiese gleichmäßig wieder nachwachsen kann. Und das erreichen wir hiermit total gut. Also Mob Grazing at its best, Micro Mob Grazing, mit einer kleinen Herde trotzdem einen großen Impact auf einer kleinen Fläche haben. Und das hat super gut geklappt. Also wir konnten die Schafe super versorgen. Und dann sieht man jetzt hier auch, wie das Gras dann nachgewachsen ist. Drumherum ist es ja nicht runtergetrampelt gewesen. Und da, wo die Schafe eben sind, da wächst es super duper nach. Aber sie sind eben total eng eingezäunt und deshalb habe ich sie dann abends, immer wenn ich konnte, rausgelassen und bin noch mal ein bisschen mit denen spazieren gegangen. Hier sind sie gerade auf der Zeltwiese und mähen dann noch mal ein bisschen nach. Jetzt habe ich euch hier noch mal ein paar Videos angehängt, wo ihr euch einfach noch mal anschauen könnt, wie wir es im Detail gebaut haben. Für alle, die sich dafür interessieren. An alle anderen, dann macht's gut, bis bald. Ja, wir haben eben einfach niedrige Bauzäune bestellt, 4 Stück, haben die einfach mit den normalen Bauzaunklemmen verbunden. In der einen Seite haben wir dann eine Tür reingeschnitten aus einer Estrichmatte, die wir einmal gefaltet haben. Die hängen wir dann einfach mit Karabinern ein. Und dann haben wir eine Tür, die die Schafe von innen nicht aufdrücken können, weil sie nochmal mit sich selbst gesichert ist sozusagen. Das Ding ist schon so leicht gebaut, dass ich es dann im Winter tatsächlich kaputt gerobbt habe, als ich es dann versucht habe, im Gefrorenen weiterzuziehen. Und dann ist es an den Maulwurfshügeln hängen geblieben. Kompromiss zwischen, es muss möglichst leicht sein, damit man es auch noch alleine bewegt bekommt. Und es muss eben auch stabil genug sein, damit es nicht kaputt geht. Die Tendenz ist immer, das zu schwer zu bauen. Wenn man für Hühner oder Schafe baut, es kann ganz leicht sein. Das ist so groß, das will ja auch bewegt werden. Wir haben dann später diese Holzverstrebungen, die hier oben locker mit Draht fest sind, auch unten nochmal eingebaut. Dann ein bisschen kleiner, damit sie keinen Platz wegnehmen. Aber haben die dann auch oben und unten mit diesen U-Schrauben fest an dem Gitter festgemacht. Und dann hat es auch besser gehalten. Die Räder sind ganz normale Bauzaunräder. Ja, dann haben wir vorne und hinten jeweils so ein Ankertau festgemacht zum Bewegen. Und seitlich kann man es auch einfach hochheben und zur Seite laufen. Das ist so leicht, das kann man ganz einfach verstellen. Die Ecken bieten sich gut für den Leckstein und den Wassereimer an.